Hallo zusammen, ich bin Patientin in der Praxisklinik am Rosengarten bei Herr Dr. Spanholz und ich habe mir letztes Jahr meine Brüste machen lassen und bin sehr froh über das Ergebnis. Ich hatte doch eine relativ lange Leidensgeschichte, die tatsächlich schon 2017 angefangen hat, wo ich zu dem Entschluss gekommen bin, mir das erste Mal meine Brüste vergrößern zu lassen. Habe tatsächlich 3 Operationen hinter mir, die schiefgegangen sind, und ich bin super froh, dass Herr Spanholz sich meiner Geschichte angenommen hat. Ja, die Patientin, die uns jetzt in diesem Falle aufgesucht hat, da hat natürlich eine lange Vorgeschichte gehabt. Das waren die meisten Patienten, die wir zur Brustberatung sehen, kommen ja sozusagen unvoroperiert zu uns. Aber es gibt auch immer wieder die Fälle, die schon einen kleinen Leidensweg hinter sich haben. Und bei dieser Patientin war das definitiv der Fall. Hatte eigentlich den ganz normalen Wunsch einer Brustvergrößerung, wie so viele junge Frauen das haben, und hat sich den Wunsch auch erfüllt bei einem Kollegen außerhalb unserer Klinikgruppe. Und es ist dort zu einer Infektion gekommen, also zu einer Entzündung nach der Operation, was natürlich schon auch passieren kann. Aber in diesem Fall war das wirklich sehr dramatisch, da folgten mehrere Operationen. Ich hatte vorher schon ein gutes B-Körbchen, aber für mich ist das Bild der Frau einfach mit großen Brüsten, und dann habe ich mich 2017 dazu entschieden, mir die Brüste vergrößern zu lassen. Bin dann in eine Klinik gefahren und habe dann die erste Brustvergrößerung machen lassen. Die ging ja ein Jahr quasi gut, und dann sind mir neue Implantate eingesetzt worden, weil die Größe, die damals ausgewählt wurde, zu klein war, sodass sich quasi an der Seite meine eigentliche Brust abgesetzt hat und man meine eigentliche Brust vor dem Implantat noch gesehen hat, und damit wollte ich nicht leben, konnte ich nicht so stehen lassen und bin dann zu dem Arzt, der mich operiert hat, zurückgegangen. Wir haben uns dann dazu entschieden, quasi nochmal andere, größere Implantate einzusetzen, und ich wurde dann 2018 im Dezember nochmal operiert und es wurden die Implantate getauscht. Nach der zweiten Brustvergrößerung mit den größeren Implantaten hat es nicht lange gedauert. Nach 2 Monaten hat die Narbe angefangen zu jucken, die ist rot geworden und tatsächlich Wundwasser ist ausgetreten. Und meine Welt ist schon zusammengebrochen, es waren unendliche Schmerzen. Der Arzt hat die Narbe dann wieder aufgemacht und hat noch versucht, ich glaube es waren um die 5 OPs, die Wunde auszukratzen, um eventuell die Implantate drin halten zu können. Also es hat dann Gänge gegeben, wo eben diese Infektionskeime sich den Weg nach außen gesucht haben und natürlich auch das ästhetische Ergebnis im Grunde genommen völlig zerstört haben. Man musste dann die Implantate wieder rausnehmen, und ja, die Patientin hat da also ja einen relativ krassen Leidensweg schon hinter sich gehabt, als sie zu uns überhaupt erstmal zur ersten Beratung kam. Also zu dieser Zeit ging es mir sehr schlecht, dadurch, dass die erste OP ja auch nicht so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe, und ich dann ein zweites Mal durch musste, und dann festzustellen, dass die zweite OP auch schief gegangen ist, das war eine wirklich sehr, sehr schwere Zeit für mich. Solche Situationen kommen nicht oft vor in der ästhetischen Chirurgie, aber wenn sie vorkommen, sind sie natürlich sehr belastend für die betroffenen Patientinnen und Patienten. Wie man sieht, ist die Patientin ja eine sehr hübsche, auch eine sehr auffällige Frau und möchte natürlich auch ein entsprechendes Ergebnis für ihre Brust haben. Und das ist ja erstmal soweit verständlich, und die Enttäuschung, wenn es dann zu so einer Komplikation kommt, ist riesig und produziert auch sehr viele Sorgen. Dann wurden mir Implantate wieder eingesetzt im Dämmerschlaf, also auch eine andere Betäubungsvariante, und das hat nicht lange gedauert, das war auch wieder 1 Monat, und die Brust hat sich wieder entzündet, es war wieder eine Infektion in der Brust, und die wurden mir dann auch wieder entnommen, die Implantate. Und dann war ich bei 2 weiteren Ärzten und habe denen meinen Fall komplett geschildert, die mich aber nicht operieren wollten. Also die haben ganz klar gesagt, nein, sie lassen das am besten komplett sein mit der Brust-OP und lassen das verheilen, und dann wird es zugemacht oder dann heilt es zu, und wir trauen uns da nicht mehr ran. Also die wollten mich nicht operieren, weil das Risiko einfach einer weiteren Infektion zu hoch war.
bis ich letztendlich in der Praxisklinik am Rosengarten bei Herrn Dr. Spanhals war. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass er sich meinem Problem angenommen hat und wirklich alles dafür getan hat, dass wir jetzt dieses Ergebnis zustande bekommen. Und wir haben auch die Patientin wahrgenommen am Anfang als jemand, der schon ein bisschen verzweifelt ist, und umso schöner war es dann, dass wir, ja, man kann schon sagen, diesen Kampf dann zusammen aufgenommen haben und auch geführt haben und auch gewonnen haben. Das ist eine Erfolgsgeschichte, und bei dieser Patientin besonders schön, wenn wir mal so Sorgen nehmen können und am Ende auch schaffen, das zu erreichen, was sie sich von Anfang an gewünscht hat. Als ich zum Beratungstermin zu Dr. Spanhals gekommen bin, habe ich mich von Anfang an super wohl gefühlt. Ich habe ihm meine Geschichte erzählt und habe, glaube ich, den ganzen Beratungstermin nur durchgeweint. Er hat sich meiner Geschichte angenommen, hat wirklich alles mit mir durchgesprochen, was wir machen können, hat mich auch tatsächlich nochmal vollumfänglich aufgeklärt über die Risiken, dass mir wirklich bewusst war, wenn ich den Schritt jetzt noch einmal gehe, dass es wieder passieren kann, dass ich Infektionen bekomme. Er hat aber alles tatsächlich präventiv auch schon dafür getan, dass das nicht nochmal entsteht. Wir haben mir quasi ein bisschen Gewebe entnommen, haben das eingeschickt ins Labor, haben das untersuchen lassen auf den speziellen Keim, den ich in meiner Brust hatte. Und danach haben wir uns dann dazu entschieden, tatsächlich wieder Implantate reinzumachen, und ja, es hat geklappt, und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich einen so kompetenten Arzt gefunden habe, der auch im Vorfeld alles dafür getan hat, dass ich mich so wohl fühle und mir ein so gutes Gefühl gegeben hat, dass ich wirklich nochmal gesagt habe, ja, du machst jetzt nochmal den Schritt, und ja, es hat geklappt, und ich bin wirklich sehr, sehr froh, und ich wüsste auch nicht, was ich jetzt ja, tatsächlich ohne getan hätte, dadurch, dass meine Brust ja schon 4-mal operiert wurde, sah die entsprechend natürlich auch aus. Also man kann sich das halt vorstellen, wenn immer mehr die Haut gedehnt wird und die Implantate wieder rauskommen, die Haut gedehnt wird, dann, ja, wenn man dann ohne Implantate ist, sieht das dann entsprechend auch nicht mehr so schön aus. Und ich habe jetzt noch eine OP vor mir, das ist die Narbenkorrektur, und dann sind wir fertig, und ich habe tatsächlich nach einer sehr, sehr langen Geschichte ja, meine Traumbrust, und ich bin super happy, und danke, Herr Dr. Spanhals, wirklich von ganzem Herzen. Ja, und wir haben noch eine Nachkontrolle gemacht. Wir machen ja mehrere Nachkontrollen nach so einer Operation und vergewissern uns, dass es den Patientinnen gut geht und dass auch das Ergebnis stimmt und so weiter. Und ja, die Patientin hier, wir waren ja alle total happy, das ist ja klar, auch wir. Und die Patientin auch, weil sie hat mir nämlich ein ganz, ganz tolles Geschenk gemacht, über das ich mich tierisch gefreut habe, weil das soll ich sein. Und sowas Schönes kriegt man auch nicht alle Tage. Ich hoffe, ich konnte euch durch meine Geschichte ja, auch vielleicht etwas aufklären. Das ist nicht ganz leicht für mich, das alles einmal zu erzählen, aber ich ja, appelliere an alle, die eine Schönheits-OP machen möchten oder die bereits vielleicht eine gemacht haben und die schiefgegangen ist. Informiert euch gut, führt mehrere Beratungstermine, wählt nur den Arzt tatsächlich aus, bei dem ihr euch auch wohlfühlt, wo ihr ein gutes Gefühl habt, die sich wirklich auch der Geschichte annehmen, die dahinter steckt, und ja, es nicht nur als reine Operation sehen, sondern euch als Mensch wirklich auch dahinter sehen und das bestmöglichste Ergebnis für euch rausholen wollen. Und ich hoffe, ja, dass sich das die meisten zu Herzen nehmen und doch wirklich dann ein bisschen mehr sich informieren, ein bisschen mehr Beratungstermine wahrnehmen als nur vielleicht einen. Und ja, das war meine Geschichte für euch.